Leute, es ist folgende Situation. Wir waren letztes Wochenende in Landquart. Dort gab es die Feierlichkeiten zum Jubiläum 175 Jahre Schweizer Bahn. Und da hat die Rätische Bahn gefeiert und hat allerlei historische Fahrzeuge ausgestellt, hat aktuelle Fahrzeuge ausgestellt, so die ganzen Tools, die zur Streckeninstandsetzung und sowas alles genutzt werden. Alles hochinteressant. LGB war vor Ort. Die haben die Bobo 1 vorgestellt als Bernina in Rot mit neuer Front. Die haben ein Handmuster vom Capricorn vorgestellt und wir haben einen Film darüber gemacht. Und es hätte alles ganz wundervoll sein können. Nur leider ist der nichts geworden. Das Problem ist, ich mache normalerweise immer hier so ein Lavalier-Mikro an meinen Kragen und habe dann so einen Field Recorder in der Tasche und damit nehme ich dann meine Sprache auf. Und in der Post lege ich das dann nachher unter den Original-Kameraton. Da ist oben auf der Kamera, mit der ich mich jetzt auch gerade filme, ist dann immer noch ein zusätzliches Mikro, dass wir so ein bisschen Umgebungsgeräusche mitbekommen, aber dass halt meine Sprache oder meine Moderation dann immer noch im Vordergrund stehen. So, jetzt hat dieser Recorder in meiner Tasche so 14, 15 Minuten alles mitgemacht, alles war wundervoll. Das heißt, im ersten Teil des Videos ist der Sound super, man versteht, was ich sage. Und dann hat er sich gedacht, so, nö, bis hier, nicht weiter, ich bin jetzt kein Aufnahmegerät mehr, ich bin jetzt eine Gurke oder sowas. Das heißt, ab da fehlt mir alles an Moderation, an Sprachaufzeichnung und auch so ein ganz kleines bisschen das aus, was in den Interviews mit den Leuten von LGB gesagt wurde. So, dann habe ich jetzt die letzten Tage damit zugebracht, aus dem Original-Kameraton alles rauszuholen, was man machen kann. Also mit Noise Reduction den Hintergrundlärmpegel rauszufiltern, dann mit einem Multiband-Kompressor die Sprache wieder ein bisschen rauszuholen. Und man kann es, wenn man sich richtig doll konzentriert, auch verstehen, was gesagt wird. Aber ehrlich gesagt ist das eigentlich nicht so die Qualität, die ich gerne abliefern würde. Und wäre das ein geskriptetes Video gewesen, wo man jederzeit neu drehen kann, ich hätte das auch gemacht, weil das kann ja keiner aushalten. Das war jetzt nun mal in diesem Falle so, wir sind da, weiß ich nicht, 150 Kilometer hin, sogar mehr, über 200 Kilometer hin und wieder zurückgefahren. Das geht jetzt einfach nicht. Und jetzt machen wir etwas, was ich eigentlich ganz grauslich finde, aber was jetzt gerade leider nicht anders geht. Wir werden uns den Film gemeinsam nochmal anschauen und ich werde dann synchronisieren an den Stellen, wo ich was gesagt habe. Das heißt, ich blende mich hier erstmal hier unten in der Ecke ein und kann euch vielleicht so im Sinne von einem Audiokommentar auch noch ein bisschen was dazu sagen, so ein paar Hintergrundinfos oder sowas in der Richtung. Ja, also, wie gesagt, tut mir wahnsinnig leid. Normalerweise läuft das anders. Und ja, also was ich hier so an Mühe in den Sound investiere jedes Mal und an irgendeiner Ecke ist es dann halt immer noch Käse. Also das muss verbessert werden. Greift euch euer Popcorn und vielleicht noch ein Kaltgetränk und los geht es. Wir gucken zusammen 175 Jahre Schweizer Bahn, Feste feiern, wie sie fallen. Leute, wir wagen uns heute wieder ganz weit in die Schweiz vor. Und ich glaube, ich muss gar nicht so sehr um den heißen Brei herumreden, weil ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Wir fahren wieder nach Landquart, das heißt, es ist gerade wieder ein kleiner Roadtrip. Wir sind super früh losgefahren. Aber eigentlich nicht, oder? Das stimmt überhaupt nicht. Also es war nicht so früh. Aber es ist eine ganz schöne Strecke, muss man sagen. Und wir fahren zu einem Riesen-Event, denn die Rätische Bahn weiß, wie man feiert. Feiert man 175 Jahre Bahnverkehr in der Schweiz. Und im Gegensatz zur Deutschen Bahn ist das bei der Rätischen Bahn auch ein Grund zum Feiern. Übrigens, ich glaube wirklich, wir sollten unbedingt aufhören, Witze über die Deutsche Bahn zu machen, weil das Ganze ist traurig genug so und ich glaube, es ist wirklich schon, jeder Witz darüber ist schon gekommen. So, und da ist man immer so leicht in diesem Extra-3-Humor. Deswegen. Oder wir machen es anders, wir feuern jetzt kurz alle Dad-Jokes, die wir dazu haben, ab und dann haben wir das ein für alle Mal fertig und auch für dieses Video. Also 175 Jahre Bahn in der Schweiz oder wie man in Deutschland sagen würde, 100 Jahre Schienenersatzverkehr. Also, oder wir feiern 175 Jahre Bahnverkehr in der Schweiz oder wie man in Deutschland sagen würde, die durchschnittliche Verspätung des ICE 79. Oder wir feiern 175 Jahre Bahnverkehr in der Schweiz oder wie man in Deutschland sagen würde, das normale Alter der Infrastruktur. Wobei, nee, der ist geschmacklos jetzt gerade, ne? Den lassen wir weg. Also, Vorspann.
funktioniert übrigens noch alles, ne? Glasklarer Sound. Gut, also nochmal im Klartext. Heute, wie gesagt, sind wir in Landquart, 175 Jahre Bahnverkehr in der Schweiz. Das bezieht sich jetzt in diesem Falle nicht nur auf Graubünden und die Rätische Bahn, sondern tatsächlich auf die ganze Schweiz. Und da gibt es hier und da immer mal wieder so kleine Feierlichkeiten. Man muss die Feste ja feiern, wie sie fallen. Aber uns interessiert primär heute das. Hier wird Verschiedenes ausgestellt sein und das gucken wir uns alles jetzt so ein bisschen der Reihe nach an. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, wie das Programm aussieht. Aber Punkt Nummer 1 ist jetzt erstmal darüber der Infrastrukturstützpunkt. Da sieht man schon, da steht die Heidi unter anderem mit so ein paar Aussichtswagen und sowas alles. Also es wird historische Fahrzeuge geben. Wir werden auf jeden Fall bekannte Leute treffen, da freue ich mich drauf. Ich habe gerade schon versucht, die ranzubekommen, aber die reagieren gerade noch nicht. Das kommt aber auch noch. Wir werden neue Fahrzeuge sehen, das sehe ich da hinten so ein bisschen in dieser Richtung. Also es gibt unglaublich viel zu sehen und ich freue mich sehr drauf. Das kommt davon, wenn man sich nicht vorher überlegt, was man sagen möchte. Dann wird es so ein bisschen, naja. Ihr seht jetzt hinter mir gerade diesen InnoTran, den es ja auch demnächst von LGB gibt. Sehen wir vielleicht nachher auch noch. Bin ich auf jeden Fall noch gespannt. Das hier ist auf jeden Fall das Original und ihr seht, das ist so ein Gags-Panoramawagen. Der Gedanke hierhinter ist, dass man die Kiste mieten kann und dann kann man Konferenzen oder Meetings oder sowas da drin abhalten. Das ist jetzt hier die Einrichtung, da gab es so einen Bahnquiz da drin, da konnte man, weiß ich nicht, so verschiedene Fun-Facts musste man da raten zur Rätischen Bahn und deswegen, ich glaube, so sieht es normalerweise nicht aus, dass da einfach irgendwie so eine Schulbank drin steht. Aber man sieht, die haben da einen Beamer drin, so, also vielleicht ist es wirklich ganz witzig, damit dann während der Konferenz einfach so über das Streckennetz der Rätischen Bahn zu gondeln. Also wir sind jetzt ein Stückchen weitergegangen, hier am Infrastrukturstützpunkt und hier stehen jetzt so die ganzen Spezialfahrzeuge. Also wir gucken uns das gleich nochmal an. Hier steht jetzt erstmal was zum Gleisbau, da steht der Gleisbaukran und jetzt hinter mir, ziemlich abgefahren, die GMF 44 mit vorgespannt der X-Rod, der aktuellen Schneefräse. Und so wie ich das sehe, kann man da auf den Führerstand gehen. Und ich finde, das gucken wir uns mal an. Was mich da nochmal interessiert hätte, das wollte ich da eigentlich nochmal jemanden fragen, wenn man die X-Rod davor betreibt, sitzt dann halt derjenige, der die Lok hinten fährt, oder wird die Lok vorne vom Führerstand der X-Rod gefahren? Oder braucht man hinten auch noch jemanden, der einen durch die Gegend kutschiert? Das wäre halt auch unsinnig, eine Schneefräse mit Klima zu bauen. Macht ja keinen Sinn. No shit, Sherlock. Und dann gibt es da irgendwie ein System, um die Profile zu detektieren. Da habe ich mich gefragt, warum. Also, weil der fährt ja auf den Schienen. Der weiß ja eigentlich, wo das Schienenprofil ist, oder? Also, das fand ich seltsam. Hier jetzt haben, das ist die GE24 und zwar die 222, das heißt, sie haben oben auf dem Dach die Widerstandsbremse, also ein Schumabnehmer, einmal Widerstandsbremse. Und was ich jetzt zumindest bemerkenswert finde, wenn man so direkt davor steht, die ist gar nicht so groß, wie ich dachte. Also das ist eher so ein kleines handliches Gerät. Die ist ja eben mehr so für die Westentasche, vielleicht für den Vorgarten geeignet, man weiß es nicht. Ja. Da hört man schon, der Sound ist nicht mehr gut. Das war schon der Kameraton, aber da war es noch leise in der Umgebung, deswegen konnte man da noch was rausholen. Aber das fehlt halt schon.
fahren. Okay, jetzt müsst ihr auf jeden Fall mal ganz kurz mitkommen. Wir haben da gerade was. Jetzt nicht rennen. Oh mein Gott, ein Krokodil. Das ist nicht wunderschön. Noch nie was Schöneres in meinem Leben gesehen. Die, mit der wir auch gefahren sind, die damals den Zug gezogen hat. Original mit der 100-Jahre-Plakette an der Tür. Die, wie wir jetzt wissen, von Märklin gefertigt wurde. In Göppingen. Da oben auf dem Führerstand gibt es auch ein Foto von mir. Und da vorne irgendwo habe ich meine Hose dreckig gemacht. Ich glaube, das war am Druckgestänge. Oh mein Gott, Kuchen, hier ist ein Gepäckwagen. Was ist heute mit den Schildern, kann das sein? Was ist daraus eigentlich geworden? Also, die gab es ja von Brava, dann wurde das mal von LGB übernommen. Und seitdem hat man nie wieder was davon gehört irgendwie. Darf ich die Dame mit in die erste Klasse begleiten? Das ist ja durchaus gemütlich. So. Ja, ist doch extrem schön. Ist das cool, oder? Hat einen gewissen, Das ist übrigens, hier kann man die Temperatur einstellen, das ist die Dampfheizung. es hat eine gewisse Milbengefahr hier. Aber ansonsten. Boah, ist das schön, oder? Aber jetzt was ganz Fantastisches. Und kleiner Hint an dieser Stelle, die werden wir später nochmal wiedersehen. Deutlich kleiner. Ja, kleiner Hint an der Stelle, es ist natürlich nicht die 605, die wir da wiedersehen, sondern die 602. Ja, das ist die Silvretta, also die auch schon in grün von LGB existiert. Also die erste, die sie rausgebracht haben. Das ist natürlich jetzt hier die gerefittete mit der neuen Front, neuer Führerstand etc. Genau, hier den Alpine Classic Wagen haben wir schon mal gesehen in dem Krokodil-Video. Und jetzt synchronisiere ich gleich. Okay, wie versprochen, wir gucken auch nochmal bei LGW vorbei. Und die haben auf jeden Fall richtig fette Sachen mitgebracht. Als erstes, ziemlich überraschend, die GE 441 als Bernina, also die 602, mit einem komplett neuen Lokkasten. Also wir haben ja letztes Mal, als wir die Silvretta untersucht haben, noch gerätselt, welches Vorbild wird man sich jetzt vornehmen. Passt die runde Front jetzt nochmal zu anderen Modellen, sodass man das nochmal aufnehmen kann? Nein, man ist jetzt einen anderen Weg gegangen. Sie haben einfach den Lokkasten neu gemacht. Es gibt jetzt die flache Front, es gibt zweiteilige Scheinwerfer und das Ding sieht ziemlich gut aus. Und dann, das finde ich noch ein bisschen krasser, steht da vorne der Prototyp vom Capricorn. Den wird es in vierteilig geben. Hier ist es jetzt nur so eine Art Handmuster, also noch unlackiert, aber es ist nur die grobe Form. Aber ich finde das schon mal sehr, sehr vielversprechend. Wir werden mal sehen, ob wir noch jemanden vor die Kamera bekommen, der uns dazu noch etwas sagen kann. Es bleibt spannend. Ja, hier sieht man noch, das ist im Moment nur so ein Aufklebelabel, da der Schriftzug Bernina.
Das wird dann nachher oder was heißt wahrscheinlich, das wird natürlich wieder ein Tampondruck werden. Da ist das Gehäuse nicht ganz zusammen. Naja. Na, sieht schon gut aus. Ist hübsch gemacht, muss man sagen. Genau, hier der Capricorn. Da fehlen natürlich noch viele Details und Bedruckung und sowas alles. Im Interview sagt Herr Bächle ja auch, dass das noch nicht also das ist schon die endgültige Form, aber da kann nachher an den Details noch was gemacht werden. Genau, Herr Dr. Frasciati war da, also der Chef von der RHB. Hat die Modelle abgenommen. Genau, hier wird gezeigt, vorne das Wappen leuchtet. Ja, und da bekommt er einfach ein Krokodil geschenkt. Das liegt in Ihrem Ermessensspielraum und es wäre mir eine Ehre, wenn Sie die vielleicht dann in Ihrer Zentrale aufstellen. Und er hat die bunte genommen. Das war ja auch so ein bisschen seine Idee damals mit der bunten, deswegen ist schon schön. Wieder bekannte Gesichter vor der Kamera. Herr Bächle ist auch wieder vor Ort und Sie haben tolle Modelle mit im Gepäck gehabt, habe ich gehört. Als erstes mal die Bobo 1 und ich muss gratulieren. Es ist ein komplett neues Gehäuse. Das ist tatsächlich so, aber Sie wissen ja, 175 Jahre RHB. Da kann man schon mal was Kann springen man auch lassen. bei 75 Jahren von dieser Lokomotive, ich glaube, der Tribut zollen. Und ich glaube, das wird auch ein Erfolgsmodell werden. Ich denke auch. Ich glaube, auch so Fürsprecher wie Sie haben ja dafür votiert, dass wir so ein Modell machen. Aber viel größer eigentlich die Frage, was ist denn das da vorne? Capricorn. Der Capricorn. Der Capricorn. Naja, das ist tatsächlich ein Highlight-Projekt, was auch uns doch erhebliche Mühe und Anstrengungen kostet. Aber ich meine, wenn der Herr Dr. Frasciati hier, ich weiß nicht, ich glaube 30 Züge plus X einkauft, ich glaube, dann kommen wir als kleiner LGW nicht drum rum, diesen nachzustellen. Der Zug wird sicherlich die nächste Generation bestimmen. Ja, er ist eine Herausforderung, weil er ein erheblicher Formenaufwand ist. Aber ich glaube, wir kriegen ganz gut hin. Ich bin zuversichtlich, die Erstmuster sehen Sie hier. Also gehe ich auch davon aus, dass man auf Frühjahr hinbekommen soll. Also das kommt jetzt schon aus den Formen, wo nachher auch die Serienmodelle draus sein werden. Er kommt aus den Formen. Es sind ein paar Einzugstellen, da sind ein paar Kleinigkeiten, die man sicherlich noch korrigieren muss. Es war uns aber wichtig, einfach heute präsent zu sein. Es war ein bisschen eine Herausforderung, diesen Zug in dieser Form aufzustellen. Aber jetzt wissen wir, wo noch, ich sage mal, insgesamt hat er ein schönes Erscheinungsbild. Wir wissen zwischenzeitlich, wo noch kleinere Korrekturen vonstatten gehen müssen. Und das wollen wir auch heute schaffen. Das heißt, es wird Ihnen vierteilig geben? Es Es wird kein dreiteiliges Set sein, sondern es wird ein vierteiliges Set sein? Es wird in dieser Form wieder präsentiert, ja. Ich weiß nicht, dass man einen elektronischen Moment noch in der Überarbeitung hat, wenn man die Zugzielanzeige alle umsetzen will, wenn man die Lichtgestaltung haben will, wenn man auch vorne das Wappentier von der RHB dann entsprechend noch, glaube ich, auch mit Licht hinterlegen Das Logo wird will. leuchten? Das wird leuchten, das weiß ich definitiv, da habe ich selber drauf bestanden. Sehr gut. Deshalb von der Optik wird diesbezüglich dann noch einige Feature erhalten. Was ich gut finde, also es ist ja nachgebildet mit diesem Niederflurabteil in der Mitte. Ja. Ne? Das ist vorhanden. Und die große Preisfrage, wird er rot oder wird er Champagner? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das verraten darf. Sie wollen nicht insgesamt... Ja, also der letzte ist ja jetzt in diesem Silber-Champagnerlack ausgeliefert. Also geht es mal davon aus, so wie ich uns kenne. Ja, Wird es den vermutlich auch irgendwann mal in... Wir werden ihn in beiden Farben mittelfristig bringen. Sicherlich beginnen wir mit Rot, Es aber wird wir erst- wollen den anderen sicherlich dann auch nachstellen. Wann kann man denn damit rechnen? Mit dem roten Zug. Also sagen wir mal so, wie lange müsste ich jetzt sparen, damit ich dann irgendwann dieses Modell auch bei mir habe? Also jetzt gehen Sie mal davon aus, unser Ziel ist, dass wir im Frühjahr nächsten Jahres 23. Ja, 23, das ist unser Ziel. Es sind ein paar Herausforderungen, wie gesagt, Elektronik zu lösen. Es sind ein paar Detaillierungen, die man holen muss, Details, wo man holen muss. Ich gehe aber davon aus, dass wir es auch früher schaffen. Und Sie wissen ja, dass vielleicht dieses Jahr noch euer oder andere Event ansteht. Habe ich schon gehört, ja. Ja, dann lassen Sie sich vielleicht mal überraschen. Fahren wir da auch hin? Im Oktober ist da was. sicher. Im Oktober ist das. Ne? Sie fahren dahin. Das wird Wird ein schönes Event. ein toller Event. Okay, also Leute, es wird ein Video geben im Oktober. Über was genau verraten wir lieber noch nicht. Und es werden viele begeisterte Gäste da sein. Ja, das kann ich mir vorstellen. Herr Bächle, ich bedanke mich. Naja, ich bin nicht so der geborene Interviewer. Ich sollte vielleicht aufhören, die Leute zu unterbrechen, wenn sie gerade antworten. Verzeiht mir bitte. Das ist furchtbar, ich hasse es beim Wiederangucken. Muss ich mir abgewöhnen.
Ja, Herr Schumann, irgendwie die Gespräche mit Ihnen gingen immer ähnlich los. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem fantastischen Hotel. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen begeistert, einen vierteiligen Capricorn zu sehen. Fragen dazu. Punkt Nummer 1, die Türen bleiben so? Die bleiben so, ja. Und zwar, die Türen sind eingesetzt, aber nicht zum Öffnen. Eingesetzt deswegen, weil sie ja beim Original eine andere Farbe haben. Ja. Das heißt, wir haben hier zwar ein Teil mehr, haben aber eine saubere Farbtrennung und ersparen uns eine sehr teure Farbschablone, die wir hier sonst gebraucht hätten. Was wird man denn da technisch alles so finden jetzt bei dem Modell? Ja, Modell finden wir natürlich zwei angetriebene Drehgestelle, 4 angetrieben beim Original. Dann haben wir den MFX DCC Sound Decoder mit allen möglichen Soundfunktionen wie beim Original. Wir haben verschiedene Lichtfunktionen, Schlusslicht, Schweizer Schlusslicht, rotes Rücklicht. Ganz wichtig, das beleuchtete Wappen leuchtet, ja, das ist sehr gut sein. Ja, sehr gut. Das war also eine kleine Hommage an Dr. Fasciati, weil das hat er beim Original durchgesetzt, dass es erlaubt ist, weil man ja im Prinzip ein 4-Lichtspitzensignal hat. Und das Modell müsste es auch bekommen. Ja. Panto-Antriebe haben wir. Den wird es wieder geben, ja. Alles dabei. Detail ist die Digitalzentrale und alles andere ist somit zusammengekoppelt? Oder? Man kann sagen, es ist im Prinzip wie beim originalen Wendezug. Wir haben eine Kabelverbindung mit steckbaren Kabeln zwischen den Fahrzeugen. Wir haben im Prinzip eine Lokomotive, 4 Radsätze angetrieben mit Decoder. Und das andere sind 2 normale Zwischenwagen mit Innenbeleuchtung. Und den Steuerwagen, der dann natürlich die Funktionen vom Spitzenlicht wieder mit sich bringt. Ja. Und ich nehme mal an, vorne und hinten wahrscheinlich auch wie das Original nicht kuppelbar, oder? Da sind wir noch dabei. Das Original ist ja kuppelbar unter sich. Ja, genau. Aber es Er kann ja nie Wagen mitnehmen. ja, Macht er ja genau, nicht. das meine ich. Wir haben die Imitation von der Schwabkupplung, haben wir auf jeden Fall dran. Und jetzt müssen wir mal schauen. Kuppelbar ja, mit der LGB-Systemkupplung, aber dann eben im Digitalbetrieb als Doppelreaktion über die Zentrale. Ja. Anders wird es nicht funktionieren, weil der schiebt die Mittelwagen dann raus. Wir reden ja hier über Gewicht. Das heißt, man wird am Ende ein Paket bekommen, wo alle 4 Teile in einem Karton stecken? Nein, das wird ein bisschen unhandlich. Und der eine und andere kriegt da wahrscheinlich auch Probleme, wenn er es an der Gattin vorbei in den Hobbykeller schmuggelt. Wir werden ein Grundset haben, bestehend aus Drehkopf und Steuerwagen. Das ist die Basis. Und die beiden Mittelwagen, die im Übrigen ja verschieden aussehen. Wir haben verschiedene Dachausführungen, wir haben verschiedene Seiten, unterschiedliche Fenster. Die werden jeweils separat verkauft. Das heißt, man kann den Zug nacheinander aufbauen, je nach seinen Möglichkeiten. Erst einmal 2-teilig, 3-teilig, 4-teilig. Im Originalverkehr wird nur 4-teilig. Es gibt keine 3-teiligen und keine 5-teiligen. Da kann man bei Modellen ein bisschen spielen, wenn man möchte. Das heißt, untereinander ist das auch kompatibel, wenn man sagt. Kompatibel, ja. Es ist einfach der normale Stecker hier drin, wie beim Allegra, und dann kann man einfach noch einen Wagen reinhalten. Ich verstehe. Das heißt, es wird auch kein Set geben, wo man alle 4 Teile gleich von vornherein bekommt. Sagen wir mal so, es könnte sein, dass man für gewisse Sonderausführungen sowas macht. Das ist dann aber quasi ein Set, wo die Basispackung dabei ist und die 2 Wagen separat verpackt. Das wird nicht eine Schachtel sein. Okay, ich bedanke mich recht herzlich. Tschüss. Ciao. Also jetzt wird es ein bisschen top secret. Wir haben uns jetzt gerade durch mehrere Sicherheitskontrollen durchgeschlichen und an einem Zaun vorbei und über so ein Maschendrahtgeflecht und über einen Graben mit Krokodilen und sowas alles. Und jetzt stehen wir hier, ich weiß nicht, ist es das Allerheiligste oder ist es, ich glaube, es ist ehrlich gesagt so der Ruf zum Verschrotten der einzelnen Teile. Was ein bisschen traurig ist, weil hier stehen fantastische Sachen rum. Und hinter mir seht ihr jetzt gerade die Bobo 1, so wie sie jetzt als Modell gekommen ist, im Original. Warum wir hier hin durften, wussten wir auch nicht. Wir verstehen kein Schweizerdeutsch. Das ist das Problem. Aber ist es nicht wunderschön? Hier hinten stehen auch die letzten der 700er. Hier die Pontresina, da hinten die Curia. Aber die beiden stehen tatsächlich hier zum Abwracken.
Falls mal jemand Metallradsätze braucht, hier haben wir ein paar. Nicht nur die Großbahn, sondern auch die kleine Spur ist vertreten. Wir sehen hier in H0M die Modulanlage über die Bernina Bahn. Und man muss schon sagen, es ist schon extrem gut detailliert und hier fahren auch ziemlich coole Modelle. Ja, so geht der Tag dann vorbei. Das war's jetzt leider schon. Wir müssen uns auch wieder auf dem Heimweg machen. Aber cool, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Spricht auf jeden Fall für dich. Wir haben 1000 Abos auf diesem Kanal, was ich ziemlich abgefahren finde, weil ich auch nicht gedacht hätte, dass es überhaupt so viele Verrückte da draußen gibt. Ihr seid auf jeden Fall Raketen. Ich wünsche euch was. Außerdem gibt es noch... Genau, an dieser Stelle kommen jetzt die Anmerkungen zu den Veranstaltungen, auf denen wir dieses Jahr sind mit dem Spaßgleis. Die Termine stehen auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich weiß nicht, ich muss mich teilweise entschuldigen, dass das so furchtbar war, das erste, und teilweise bedanken, dass du jetzt hier trotzdem eingeschaltet hast. Ja, und genau, ich habe 1000 Abos, das heißt aber nicht, dass das jetzt hier monetarisiert wird. Also jetzt ist nicht das gleiche Video nochmal hochgeladen, um halt nochmal die Views abzugreifen. Mich nervt schon immer die Werbung, die YouTube von meinen Videos schaltet. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht noch mehr Werbung schalten, dadurch, dass ich die Videos monetarisiere. Also alles bleibt, wie es ist. Genau, ich freue mich in erster Linie, dass ich die Leute mit meinen Videos unterhalten kann. Und normalerweise stimmt auch die Soundqualität. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch auch was. Nicht nur wie der vorhin, sondern jetzt richtig nochmal was. Ciao.